Jetzt ist es 17:30 Uhr ungefähr. Ich bin schon 30 Kilometer weit gefahren, muss noch 100. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Ich habe mir eine Regenjacke und eine kurze Regenhose angezogen. Aber erst einmal von vorne. Ich bin auf dem Weg von Wolfratshausen nach Berlin und weiter in die Uckermark. Dabei habe ich Essen für 3 Tage und Gepäck für ungefähr eine Woche. Hier seht ihr die Schutzhütte, in der ich die Nacht verbracht habe. Oder ihr seht sie nicht, denn ich war leider nicht so schlau, die Taschenlampe an meinem Handy zu benutzen. Gestern bin ich gut 100 Kilometer weit gefahren, größtenteils im Regen und bei stetigem Gegenwind. Auf den ersten Kilometern hatte ich noch Begleitung von Nick, der dann aber wieder zurück nach Hause musste. Guten Morgen. Eigentlich wollte ich weiterfahren, aber es ist ja Ausgangssperre ab um 10, sodass ich da nicht mehr auf den Straßen unterwegs sein wollte. Heute müsste ich 280 Kilometer fahren. Erstmal trinke ich hier heißes Wasser, da wird da schon warm. Fürs Frühstück hatte ich mir Pancakes mitgebracht. Dazu hatte ich ein Glas voll Erdnussbutter, denn das gibt ordentlich Energie. Und da ist das Rad auch schon wieder bepackt. Nur die Lenkerrolle fehlt noch. Es gibt Schöneres, als sich nasse Socken anziehen zu müssen. Auf geht's. Gegenwind, grauer Himmel und noch kein Regen. Aber immerhin war es kalt. Besonders mein rechter Fuß schmerzte vor Kälte, sodass ich anhielt in der Hoffnung, ihn aufzuwärmen. Es ist 9:20 Uhr, jetzt gibt es hier ein paar Kartoffeln mit Pesto und ich versuche meinen Fuß aufzuwärmen gleichzeitig. Der eine ist richtig kalt, weil die Socken so nass sind. Mal sehen. Erstmal was essen. Das ist Ellingen. Die Stadt war echt schön und ich wusste bis zu diesem Moment noch nicht einmal, dass es sie gibt. Wie gern hätte ich mir hier ein Café gesucht, um mich etwas aufzuwärmen. Doch mit den Corona-Maßnahmen ging das natürlich nicht. Es ist ungefähr 11:15 Uhr, also bin ich jetzt seit 4 Stunden unterwegs. Ich habe natürlich auch schon eine Pause gemacht und so, aber insgesamt komme ich ziemlich langsam voran. Es ist so konstanter Nordwind und ich fahre natürlich Richtung Norden, also heißt es heute ziemlich viel kämpfen. Der hier hatte wohl auch keinen Bock mehr auf Gegenwind und steht jetzt einfach nur noch am Straßenrand rum. Diese Gravelwege sind in der Nähe von Nürnberg. Bei der Planung meiner Route habe ich versucht, die großen Städte auszulassen. Also habe ich Bögen darum geplant. Warum mache ich diese Umwege? Naja, ganz einfach. Ich fahre lieber einen Umweg, als dass ich an jeder Ampel stehen bleibe und die gleiche Zeit benötige. Hier gibt es nochmal eine Essenspause. Erst gab es Kartoffeln und dann noch etwas besonders Feines. Saure Würmer aus dem Unverpacktladen. Die 280 Kilometer habe ich heute natürlich nicht geschafft, aber ich habe eine Hütte nach 200 Kilometern gefunden im Internet und diese angesteuert. Das hieß aber, dass am nächsten Tag wieder 200 Kilometer auf dem Programm stehen würden, um Leipzig zu erreichen. Kurz bevor ich bei der Hütte ankam, füllte ich den Wasservorrat für die Nacht und den nächsten Morgen auf. Womit ich meine Motivation heute hochhalten konnte, war, dass ich wusste, dass ein Freund aus Leipzig mit dem Zug zur Hütte kommt und mich am nächsten Tag begleiten wollte. Das war wirklich motivierend, sage ich euch. Die letzten vielleicht 25 Kilometer des Tages
Mit Gegenwind und Regen. Versteht sich von selbst, oder? Und schon ist der nächste Morgen angebrochen. Es wird Kaffee gekocht und es regnet noch immer. An diesem Tag habe ich leider nicht viel gefilmt, denn ich hatte echt zu kämpfen mit den heutigen 200 Kilometern und vor allem mit der Kälte. Es war alles nass, der Fuß eiskalt, aber das Höllental war echt wunderschön. Ich komme auf jeden Fall wieder. In Leipzig angekommen, wusste ich, dass ich es schaffe. Eigentlich wusste ich es vielleicht auch schon 70 Kilometer eher. Am nächsten Tag standen noch 200 Kilometer an, aber das sollte natürlich alles flach werden und vor allem sollte das Wetter viel besser werden. Wie ihr seht, sogar Sonnenschein. Außerdem habe ich weniger Gepäck dabei, denn ein Teil konnte ich in Leipzig lassen und der kommt dann einfach mit der Post zurück zu mir nach Hause. Ein Großteil der Strecke hatte ich wieder Begleitung von Gerrit, das war cool. Außerdem, was vielleicht noch cooler war, der Wind kam sogar ab und an von hinten. Dass das geht, das habe ich kaum mehr für möglich gehalten. Nach ein paar Tagen Verwandtenbesuch in Berlin, natürlich nicht ohne negativen Corona-Schnelltest, stilecht in einer Bushaltestelle, ging es weiter auf meine letzte Etappe in die Uckermark. Mein Track führte durch die Hügellandschaft der Märkischen Schweiz. Er führte an einem ehemaligen Waldbrandgebiet vorbei. Hier hatte es 2019 zwischen Batzlow und Möcklin gebrannt. Weiter ging es an die Oder. Ich schaute über den Fluss nach Polen rüber. Mit Musik auf den Ohren für die extra Portion Motivation folgte ich einige Zeit dem Oder-Radweg. Bis mein Track irgendwann sagte, links abbiegen. Und dann ging es vorbei an Feldern, über Kopfsteinpflaster und auf Gravelwegen in Richtung Prenzlau. Auf diesem sandigen Weg hatte ich besonders viel Spaß. Der hätte gern länger sein können. Nach 900 Kilometern erreichte ich mein Ziel und ließ mich ausgiebig von meinem Vater bekochen.